Hier geht's nicht lang, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Dann können wir mal... Oh, shit. Er verfolgt mich. Wo muss ich hin? Da oben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir und das ist Outlast, das Whistleblower DLC, Folge 1. Wir drücken natürlich direkt auf neues Spiel Whistleblower. Wir haben ja Outlast schon gespielt, wer das noch nicht geguckt hat, kann mal auf meinem Kanal vorbeischauen und sich das nochmal angucken. Aber jetzt spielen wir erstmal das Whistleblower DLC und dabei wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß, wenn euch das Ganze gefällt. Und wenn ihr euch wieder genauso erschrecken werdet wie beim letzten Mal, oder auch ich, würde ich euch empfehlen, eine positive Bewertung zu geben und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einem neuen Spiel, Whistleblower. Und diesmal, ich wurde von einigen darauf angesprochen, ich habe ja normal gespielt. Wir werden jetzt spielen auf schwieriger plus... Das DLC ist eine ganze Ecke härter als das normale und jetzt erhöhen wir auch noch den Schwierigkeitsgrad. Schönen Dank auch. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe jetzt auch übrigens ein anderes Aufnahmeprogramm hier gerade am Start. Ich teste das jetzt hier sozusagen. Ich hoffe mal, die Qualität ist jetzt gut. Auch mit Webcam und so weiter. Ich habe die jetzt ein bisschen verschoben und sowas alles. Aber jetzt geht's erstmal los. Open those eyes. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do you hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit. Come on. 2 Stunden vorher. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric-System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhalter, das war aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen davor, also ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte von dem. Dieser Text, der kommt mir sehr bekannt vor. Okay, er guckt sich um. Schicker Server da rechts. Sieht echt geil aus. Diesen Text, der war in der ersten Akte vom richtigen Outlast Let's Play. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld, das muss aufgedeckt werden. Senden. So, erster Speicherpunkt, es geht los. Park. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Geh jetzt hopp. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software. Ja, ich bin. Also das hier ist der. Wir spielen jetzt hier praktisch in diesem Add-on den Softwareberater. Ja. Hier? Ah. Ja, da muss ja irgendwas passiert sein, ne? They've got Gluskin out of his cell. Page him again.
We need this park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Hallo, ich bin auch hier. Achso. Park, finally. Where have you been? Functional imaging interface isn't talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Ja, scheint so. Are we happy, Mr. Park? Steve? fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Oh shit. Help me! Don't let them do this! Don't let them! You! I know you can stop this! You have to help me! You have Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging planes. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Gehen wir halt wieder zurück in unser Büro. You need to exit the room, sir. Ja, mache ich doch gerade. Ah, coole Hintergrundinformationen, die dieses Add-on auf jeden Fall bietet. Es ist keine Fortsetzung, sondern eher etwas, was davor passiert ist. Letztes Mal in der letzten Folge sind wir hier rumgelaufen. Hier war alles voller Blut, lauter Leichen und all sowas. Aber, ja. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Shit. Hands where I can see them! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Nein. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Krass, also es geht schon mal echt krass los, obwohl das hier jetzt noch nicht so viel mit Grausamkeit und Horror und so zu tun hat, aber ihr könnt mir glauben, das kommt auf jeden Fall noch nicht, weil so manche schrecklichen Erlebnisse in diesem Spiel haben, so wie letztes Mal. So, und jetzt sind wir ja hier. Oh, das Wallrider-Symbol wieder mal. Oh shit, der Wallrider.
shit. Wir haben wieder eine Kamera. Und unsere erste Notiz. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe sowas von verkackt. Ja. Wir haben sogar 5 Batterien. Oh. Oh. Werde ich öffnen, das jetzt zeigen. Ach du Shit. Ich glaube, wir müssen abhauen. Danke. Oh, fuck. Oh oh. Ja, wo? Shit. Wo muss ich hin? Hier geht's schon mal nicht lang. Shit. What the shit? Come to join our therapy session. There, take the blade. Get around in our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Gute Entscheidung von dir. Okay, danke. Ah. So, okay. Hier geht's nicht lang, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang, dann können wir mal... Oh, shit. Er verfolgt mich. Wo muss ich hin? Da oben. Lass mich in Ruhe, du. Funkgerät. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Markov has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann würde es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität. Wie du schon immer gesagt hast, ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkow ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität. Um deines Willen, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkow bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun.
Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Ja, also es ist schon... Gut, jetzt auch wo der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist, sind auch ein paar mehr Schocker-Momente auch vielleicht auch dabei, die ja in diesem DLC sowieso schon dabei sind. Ah. Shit. Wow. Du tust mir jetzt nichts, oder? Boah, wie man einfach so eiskalt gehört hat, so. Ich mach das Ding mal wieder zu, ne? Also... Hast ja hoffentlich kein Problem damit. Oh, oh. Okay. Hallo? Die Musik. Also der Soundtrack von dem Spiel ist halt schon mega gut. Also, ne, negativen Sinne natürlich absolut beängstigend. Aua. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Ja. No! Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen, Dutzende heute, ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss, behauptete er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte, sagte er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank, es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann, ich will nicht ermordet werden. Ja. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hä? Ja. Shit. Oh. Achso. Hier rein? Hey, wie viele gibt's denn da bitte? Kann man da durch? Ja. Wäre zu schön. Doch gewundert. Es ist möglich, dass sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park kontaktiert wird, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung von Wayland bitten wird. In diesem Fall leiten Sie bitte persönlich weiter. Mr. Park trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt.
Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen. Und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspielung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verahnen Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollten Sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollten Sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Jeremy Blair. So, ich würde sagen, wir gehen noch zum nächsten Speicherpunkt. Und dann sind wir wieder durch mit der Folge. Und ich muss sagen, das ist schon eine ganz andere Ecke. Hä? Hier geht's aber nicht weiter. Hä? Wo soll ich denn jetzt hier weitergehen, ne? Hä? Schrei doch nicht so, Mann. Ah, da oben geht's weiter, sehe ich gerade. Ist hier noch was? Wir können mal eben eine Batterie nachladen. Hä? Wir haben gar keine Batterie. Ach so, ich dachte, wir haben gar keine Batterie. Lol. Aber es geht trotzdem noch. Lol, die Batterie hält ewig. Ist ja geil. Ja, na klar, die können mich ja jetzt nicht ohne Licht lassen. Das ist ja vom Spiel jetzt auch nicht so gewollt, ne? Obwohl es nicht so geil mehr funktioniert. Ich sehe jetzt nicht wirklich mehr was. So, Speicherpunkt. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese erste Folge. Ich hoffe, das mit dem neuen Aufnahmeprogramm hat einigermaßen funktioniert. Ich schaue mir jetzt die Qualität an. Wenn sie gut oder vielleicht sogar besser ist, dann lasse ich das so, weil es für mich einfach einfacher zum Schneiden ist mit dieser Technik. Die Dateien sind kleiner, ich muss die Audiospur nicht mehr parallel aufnehmen und die Kamera auch nicht. Das wird alles zusammen im Programm aufgenommen. Alles gleichzeitig, ist natürlich eine große Erleichterung für mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Folge geht es dann weiter. Wird wahrscheinlich dann noch extremer werden als diese Folge. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Aber dafür ist es etwa noch nicht so lang wie das Spiel. Bedeutet, wir werden vielleicht nach 7 Folgen maximal oder nach 8 Folgen durch sein. Ganz gechillt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.